Hallo zusammen! Was müssen wir beachten, wenn wir auf einem schon fertig eingebundenen Quilltop quilten möchten und es wird Frühling? Wie quilten wir eigentlich Tulpen? Darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Einen ganz herzlichen Dank an meine Kanalmitglieder für eure so liebe und große Unterstützung. Als erstes bauen wir unser Motiv auf. Ich habe an meinem Tischset schon eine Sonne gepatcht und zu der gepatchten Sonne möchte ich nun meine Tulpen hier quer über den dann Boden laufen lassen. Wie ist unsere Tulpe denn nun aufgebaut? Zunächst einmal haben wir einen geraden Stamm. An unserem geraden Stamm geht ein kleiner Bauch in einer leicht geschwungenen Form nach oben bis zu einer kleinen Spitze. Es gibt abgerundete Tulpen, es gibt spitz zulaufende Tulpen. Meine Tulpe ist spitz zulaufend. Aus der Spitze heraus wandern wir in einem schmalen Blatt wieder zur Mitte. Von der Mitte bilden wir ein zweites Tulpenblatt, auch wieder mit diesem geschweiften Bogen. Und von der Spitze fahren wir erneut zur Mitte. Von der Mitte fahren wir an dem zweiten Tulpenblatt hoch, ziehen eine leichte Spitze und wandern zur anderen Seite. Wir wandern an dem ersten Tulpenblatt hoch, ziehen erneut eine kleine Spitze und wandern zu dem mittleren Tulpenblatt. Das Ganze ist ähnlich wie eine geschweifte Klammer. Wir wandern die geschweifte Klammer ein Stück zurück, bilden eine zweite, wandern zurück und bilden eine dritte Spitze. Unsere dritte Spitze könnte auch ein bisschen ausladender sein. Wenn wir das ausladender ziehen möchten und schon eine gesetzte Linie haben, ist das wunderbar, dann haben wir zwei Linien. Von hier wandern wir wieder zur Mitte, zu unserem V. Und aus dem V heraus setzen wir ein paar extra Linien. Wir wandern unsere Tulpenlinie zurück und wir ziehen ein paar kleine Linien in die erste Tulpe, das erste Tulpenblatt und ein paar kleine Linien in das zweite Tulpenblatt. Wir wandern zur Mitte und wir fahren unseren Stiel zurück. Aus unserem Stiel heraus ziehen wir ein gerade hochlaufendes Tulpenblatt, lassen das spitz, erweitern das nach unten und landen an unserem Stiel. Das möchten wir quilten. Wenn wir auf einem fertigen Quilt quilten möchten, ist unser Quilltop schon eingefasst. Das heißt, wir können den Stoff von unserem Quilltop nicht mehr nach außen schieben. Würden wir von innen nach außen quilten und unseren Stoff glatt streichen, würden wir am Ende eine Welle erzeugen. Diese Welle möchten wir nicht haben. Das heißt, wir achten darauf, dass unsere noch ungequiltete Oberfläche wirklich locker liegt, damit wir sie in jede Richtung einmal schieben, sodass wir eine gleichmäßige Oberfläche am Ende erhalten. Als erstes möchte ich die Tulpen patchen. Ich habe ein rotes Garn gewählt und zunächst einmal werde ich die komplette Tulpe in diesem Rot arbeiten. Mein Tischset hat eine Größe, die unter jede Haushaltsmaschine passen sollte. Habt ihr ein bisschen wenig Raum, schlagt das Ganze einfach einmal um. Ich starte an meinem unteren Bildrand, damit ich meinen Stoff zunächst einmal Richtung Mitte treibe. Versenkt den Transporteur, stellt die Stichlänge auf 0. Zunächst einmal vernähen wir unseren Faden dreimal auf der Stelle. Wir quilten einen Stängel. Von unserem Stängel ausgehend quilten wir das erste Blatt. Achtet darauf, dass ihr einen kleinen Bauch habt, eine kleine nach innen gezogene Linie und eine kleine Spitze. Von diesem Blatt wandern wir mit einem Schwung wieder zurück. Aus diesem Schwung heraus fahren wir zur gegenüberliegenden Seite und erzeugen ein zweites Blatt. Und aus dieser Spitze wandern wir zur Mitte. Von der Mitte ausgehend fahren wir unser zweites Blatt zurück, nicht zu weit, und wir erzeugen eine mittlere Spitze. Wählt dazu die Form einer leicht angedeuteten, geschweiften Klammer.
Wenn wir auf unser erstes Blatt stoßen, wandern wir hier wieder unser Blatt ein bisschen hoch und wir erzeugen eine etwas stärker geschweifte Klammer. Die wandern wir ein Stück zurück. Wir fahren in eine neue geschweifte Klammer, wandern zurück und setzen eine dritte geschweifte Klammer an. Von dem Punkt aus wandern wir bis zu dem V, an dem sich beide großen Blätter treffen. In unserem V verzweigen wir, setzen wir ein paar Linien ein. Wir fahren unsere Blattlinie zurück und wir setzen an beiden Blattseiten beliebig viele Linien. Das ist ein kleines Patch. Ihr könnt das mit einer 70er oder 80er Universalnadel. Ihr könnt aber auch extra Quiltnadeln verwenden, ganz wie ihr das mögt. Als Garn habe ich Polyschienen von Mettler gewählt. Achtet darauf, dass eure Nadel im Stoff stecken bleibt. Meine Maschine macht das nicht freiwillig. Ich muss ein bisschen mehr darauf achten. Und wir fahren unseren ersten Stamm wieder zurück. Unsere erste Tulpe ist gequiltet. Wir möchten viele Tulpen setzen. Wir möchten eine Tulpenwiese erzeugen. Und ich starte in eine zweite Tulpe. Meine zweite Tulpe ist wesentlich kleiner und hat deswegen in der Mitte ein Blatt weniger. Ihr könnt eure Tulpen unterschiedlich groß quilten, ihr könnt sie schief quilten, sie können absolut daneben gehen. Das alles spielt gar keine Rolle, denn es sollen natürliche Tulpen werden. Und damit das Motiv funktioniert, brauchen wir nur noch Blätter. Dazu wechsle ich einmal die Farbe und ich spanne das Grün ein, das ich für meine Blätter gewählt habe. Die Farben, die ich hier im Video verwende, werde ich euch unter dem Video verlinken. Meine Blätter baue ich wieder von dem unteren Rand aus auf. Ich möchte am unteren Rand eine dichtere Blattlinie erzeugen und zum oberen Rand hin möchte ich noch einzelne Blätter mit einarbeiten. Die Tulpenblätter versuchen ebenfalls dieser ganz aufrechten Linie zu folgen. So möchte ich das gerne auch hier umsetzen. Ich setze ein paar Linien dazu, um dem Blatt Tiefe zu geben. Manche Blätter fallen auch einfach wüst übereinander. Eure Blätter brauchen gar nicht zu genau werden. Sie füllen, sie geben den Rahmen. Wenn ihr in ein Tulpenfeld hineinschaut, nehmt ihr die Blätter nicht einzeln wahr. Ihr nehmt nur die Fülle an Blättern wahr und diesen Eindruck möchten wir hier erzeugen. Ebenfalls ist, wenn wir Tulpenfelder sehen, befinden sich die Blätter unter dem Kopf der Tulpe. Das heißt, wir brauchen gar nicht zu hoch wandern. Wir können den Kopf unserer Tulpen ganz klar stehen lassen. Wenn wir unsere Tulpenwiese fertig gearbeitet haben, möchten wir unsere Sonne quilten. Gerade haben wir unseren Stoff beim Quilten vom Rand zur Mitte getrieben. Wenn wir nun mit unserer Sonne in der oberen Ecke der Sonne anfangen, treiben wir unseren Stoff zu den Tulpen. Damit wir jetzt keine zusammengestobenen Flächen bekommen, machen wir es uns ganz einfach. Durch unterschiedliche Motive können wir erreichen, dass wir dieses Zusammenschieben, dass wir dieses Problem gar nicht bekommen. Und das schaffen wir, wenn wir hier ein florales Motiv wählen, Rundungen, Kurven, wie auch immer. Und von der Sonne aus ziehen wir Linien. Die Linien bilden zu unserem floral ausgearbeiteten Motiv immer nur eine Spitze. Das heißt, selbst wenn wir nun den Stoff treiben, endet das kurz vor unserem floralen Motiv. Und der zu viel empfundene Stoff setzt sich einfach locker um unsere Quiltnaht herum. Es kann also gar nichts schief gehen. Das ist tatsächlich ein ganz einfaches Spaßquilten. Je lockerer ihr das nehmt, je einfacher ihr die Maschine einfach laufen lasst, je simpler ihr gedankenverloren euren Stoff vor- und zurückschiebt, je schöner wird euer Motiv aussehen. Und mein Tischset oder mein Mini-Quilt ist fertig gequiltet und es hat sich kein Stoff vom Quilttop verzogen und hat unangenehme Falten gebildet. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!